Solange sie noch gibt, greift zu. Wie viele von euch wissen, wurde ich ja bekanntlich ausgeraubt. Wer diese Folge verpasst haben sollte, der klickt bitte hier oben irgendwo hin und schaut sich das Ganze nochmal an. Ja, und nun bin ich fleißig dabei, mir mein ganzes Equipment neu zu beschaffen. Eines der gestohlenen Geräte war leider nicht nur sehr teuer, sondern auch überhaupt nicht versichert. Und ich hatte mich sogar damit abgefunden, ohne weiter zu reisen, obwohl das eigentlich doof ist und im Vanlife bzw. auf Reisen eigentlich überhaupt nicht geht. Also habe ich beim Hersteller angerufen. Eigentlich hat mich auf diese Idee die liebe Jana von Rosa Gold gebracht. Ja, jedenfalls habe ich da angerufen, denen meine traurige Geschichte erzählt und voilà, sie hatten ein Herz, haben nicht lange gezögert und mir ein Paket auf den Weg geschickt. Und ich habe es auch schon. Es befindet sich in dieser geheimnisvollen schwarzen Box. Und ich glaube, es ist sogar besser als das, was ich damals hatte. So, genug gelabert. Wir gucken da jetzt rein und schauen sich, was sich darin verbirgt. Immer geil, wenn ich das gleich zuerst lese. 24 Monate Garantie. Das lässt mich sehr entspannt in die Zukunft mit diesem Gerät hier blicken. Kommt in einer sehr, sehr tollen Tasche und dieses Gerät bedeutet, dass ich nie wieder ohne Strom sein muss. Denn das Ding hat eine ordentliche Kapazität. 1260 Wattstunden passen da drauf. Und da kann ich einige Male meine ganzen Geräte aufladen. Der Hersteller verspricht, dass diese Powerstations die schnellsten Powerstations des Marktes sind. Das heißt im Klartext, die sind in der Regel 2- bis 3-mal schneller aufgeladen als andere Powerstations. In weniger als einer Stunde habe ich hier die Kapazität von 80% erreicht. Das ist natürlich ziemlich geil. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und die Sonne nicht scheint oder was auch immer, dann kann ich einfach mal in den Café gehen, dort einen Kaffee trinken und in der Zwischenzeit einfach mal fragen, ob ich nicht dieses Gerät mal kurz anstecken kann. Eine Stunde dauert so ein Kaffee schlürfen oder ein Tee oder ein paar Nudeln. Ich hatte vorher andere Powerstations, das stimmt. Das hat dann 4-5 Stunden gedauert, bis sie vollgeladen waren. Weniger als eine Stunde 80% ist natürlich ziemlich geil. Und ich kann euch sagen, das stimmt. Wie gesagt, 1,2 Kilowattstunden ist schon echt eine Hausnummer. Und ich kann hier Geräte anschließen, die bis zu 1800 Watt verbrauchen. Spitze sogar 3500 Watt reine Sinuswelle. Das ist richtig gut. Da kann ich einen kleinen Wasserkocher anschließen. Nebenbei meine Löcher bohren, mein Handy laden, Laptop laden, alles zur gleichen Zeit. 11 Geräte können hier gleichzeitig angeschlossen werden. Und jetzt schauen wir uns mal die Anschlüsse dieser EcoFlow Delta aus der Nähe an. Ich habe 4 ganz normale Steckdosen, woran ich natürlich bis zu 4 Geräte, 4 Kühlschränke, 4 Föhne oder was auch immer anschließen kann. Hier ist eine 12-Volt-Buchse installiert, die dann wie so ein Zigarettenanzünder funktioniert. So. Zack. Was haben wir noch? Dann gehen wir hier mal einmal rum. Hier sind die Ansteckmöglichkeiten. Hier kommt das Stromkabel rein. Hier kommt das Solarpanel rein, was ich euch auch gleich noch zeigen werde. Und das ist ein mysteriöser Knopf. Drückt niemals diesen Knopf. Und dann gehen wir auch noch mal hier rum. Und dann haben wir hier unsere 4 USB-Anschlüsse, wobei 2 USB-Anschlüsse das Schnellladen unterstützen. Jeder ein USB-C und ein zweiter USB-C. Hier schalte ich dieses Panel ein. Die einzelnen Panel müssen eingeschaltet werden, damit sie aktiv sind. Und hier ist der Ein-Ausschalter. Ja, da können wir gleich mal drücken. Ja, das war's. Hier sind die Lüfter verbaut. Mächtige Lüfter, da ich ja auch ordentlich was anschließen kann an diesen Geräten. Wiegen tut das da 15 Kilogramm circa. Was für mich noch im Rahmen des Möglichen ist. Also 15 Kilogramm kriegt man noch weg. Die sind ja keine 95 hier. Recht übersichtlich gehalten, muss ich sagen, aber genau das gefällt mir an diesem Gerät. Ohne viel Schnickschnack und Gedöns und hast du nicht gesehen. Einfach nur, ja, 4 von denen und funktioniert. Darauf kommt es an. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über dieses Gerät und ich werde euch verraten, wieso das so ist. Eins vorweg, das ist einfach geil. Es ist dann noch ein Paket gekommen. Das ist nicht schwarz, sondern grau. Sieht so aus. Ihr könnt euch vorstellen, was es ist. Die Reißverschlüsse relativ wasserabweisend gebaut. Das sind so kleine Details, die einfach cool sind. Das ist ein Riesenteil. Ihr seht schon, größer als mein Tisch, fast so groß wie ich. Das ist ein 160 Watt Solarpanel, perfekt auf eine EcoFlow abgestimmt. Macht einen sehr, sehr robusten Eindruck, wie ich sagen muss. Wasserabweisend. So, orange auf gelb. Macht Sinn. Das kommt jetzt an das Solarpanel ran. Dann habe ich hier diese 2 Stecker. Es ist idiotensicher. Schaut mich an.
Das erste Mal. Der eine Stecker in die Buchse, zweiter Stecker in die Buchse. Man kann nichts verkehrt machen. Klack das jetzt in die Powerstation rein. Panel in die Sonne halten, fertig. Das Kabel ist schön lang, richtig schön lang. So groß. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, weiß ich gar nicht. Das war's. Wenn ich es wieder lösen möchte, dann drücke ich diese zwei Bipbusse hier zusammen, ja, und löse das Kabel. Ganz einfach. Hier habe ich so ein Klettband, kann das wieder, und ich liebe das, ne, ordentlich zusammen machen. Einfach geil für unterwegs, somit seid ihr autark. Diese Zubehörboxen, was ist da eigentlich drin? Ah, cool. Ein Kabel. Ja. Ich habe hier ein ganz normales Netzkabel, ein ganz normales Stromkabel. Dann habe ich hier einmal für den Zigarettenanzünder. Da kann sich die Box selbst aufladen. Habt ihr gerade gesehen, sie hat ja so einen Anschluss. Ne? Damit natürlich, wenn ihr unterwegs seid und längere Strecken zurücklegt, einfach während der Fahrt die Powerstation aufladen. Das kommt ins Handschuhfach. Benutzerhandbuch. Ach ja, noch was. Am Anfang ja bereits gesehen, diese lustige Tasche macht auch einen sehr wasserdichten Eindruck. Das heißt, ihr könnt damit tauchen gehen, ohne dass irgendwas passiert. Ihr könnt das Ding mit in den Park nehmen, auf die Wiese setzen und dort eure Mucke anschließen oder was auch immer. Wie gesagt, das ist nicht meine erste Powerstation von EcoFlow. Ich hatte schon mal eine, die wurde gestohlen. Und ich war so begeistert, dass ich definitiv wieder eine haben wollte. Kleine Anekdote nebenbei. Ich wurde auch von Anker angeschrieben und gefragt, ob ich nicht deren Produkt, deren Powerstation ausprobieren möchte, sogar gegen Bezahlung. Und was soll ich sagen? Ich habe dankend abgelehnt. Denn ich wollte eine EcoFlow. Beim nächsten Mal in Teil 2 werde ich hier mal ein paar Geräte anschließen, das Ding mal ein bisschen fordern, mal gucken, was so geht. Eins noch zum Schluss. Die Zeiten sind ja etwas unsicher. Alle Welt redet von Blackouts, von Stromblackouts oder was auch immer. Es macht für mich ein unglaublich gutes Gefühl, so einen Stromspeicher bei mir in der Ecke stehen zu haben. Falls doch mal 3 Tage der Strom ausfällt, dann komme ich über die nächsten 3 Tage. Und ich bin einfach froh, dass ich hier so ein Ding aufgeladen im Schrank stehen habe. Hier können medizinische Geräte angeschlossen werden, ihr könnt eure Handys laden, ihr könnt eure Taschenlampen laden, was auch immer. Es ist einfach nicht nur geil für unterwegs, sondern auch ein richtig gutes Backup. Und schon für dieses Gefühl allein würde ich so ein Teil immer wieder kaufen. Ohne so ein Teil ist der Strom weg und der Strom ist weg. Lieber einmal in den Schrank gegriffen, ein paar Kerzen angemacht und ich habe für ein paar Tage Strom. Denkt darüber nach. Und ich weiß, die sind mittlerweile schon arg vergriffen. Ich habe jetzt mal auf Amazon geguckt. Da muss man schon teilweise etwas länger warten auf diese Dinger. Solange es sie noch gibt, greift zu. Kauft euch das Ding, ladet es auf und stellt es euch in die Ecke. Just in case. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir werden keine Stromausfälle haben. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Teil. Bis bald. Bis gleich. Ciao.